Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meiner Weihnachtsbäckerei wieder mit dabei seid. Wir machen heute wunderschöne Plätzchen und zwar zeige ich euch heute Eisenbahner. Viel Spaß! Für ungefähr 60 Stück braucht ihr 400 Gramm Mehl, einen Teelöffel Backpulver, 130 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, 4 Eigelbe. Dann für den Marzipanbelag 600 Gramm Marzipanrohmasse, 4 Eiweiß, eventuell noch etwas Zucker und für die Fruchtfüllung 500 Gramm Johannisbeergelee. Los geht's. Wir stellen einen Mürbeteig her. Dafür brauchen wir das Eigelb. Also das Eiweiß nicht, sondern nur das Eigelb. Und zwar, ich habe es jetzt wieder auf meiner Arbeitsfläche gemacht. Ihr könnt es aber auch in einer Küchenmaschine machen. Bei der Küchenmaschine gebt da einfach alle Zutaten und das Eigelb, also nicht das Eiweiß, sondern das Eigelb hinein und verknete das Ganze. Und wenn ihr das auch mit der Hand macht, so wie ich mache es immer so, erst kommt das Mehl auf die Arbeitsfläche, der Zucker außenrum, das Backpulver, dann mache ich in der Mitte eine Mulde, da kommt dann das Eigelb mit hinein und dann knete ich das Ganze mit der Hand durch. Aber als allererstes immer erst mit die 2 Teigschaber, da zerhacke ich das alles ein bisschen, also die Butter noch ein bisschen kleiner. Die Butter übrigens sollte kalt sein und in kleine Würfel geschnitten, die legt man dann außen rum und dann wird das Ganze mit den Händen verknetet. Ist ein kleiner Kraftakt, aber ich bin so groß geworden, also meine Mama hat es immer so gemacht. Ja, was kann das? Hat mir eine Küchenmaschine, kann ich jetzt gar nicht beantworten. Ja, das Ganze wird jetzt so lange verknetet, bis wir einen schönen glatten Teig haben und der darf jetzt für ein paar Stunden in den Kühlschrank. Nach dem Kühlen wird er ausgerollt und zwar auf 5 mm. Und achtet bitte darauf, dass ihr es in einem Rechteck ausrollt. Also eigentlich ist es, ich finde, egal wie lang und wie breit. Ihr müsst halt nur schauen, dass ihr danach so 4 cm Streifen herausschneiden könnt. Aber das seht ihr jetzt hier gleich, wie es funktioniert. Das war jetzt mein nicht ganz so tolles Rechteck. Dann einfach den Rand gerade schneiden, also dass es so ausschaut wie ein Backblech. Also einfach ein schönes Rechteck. Den überschüssigen Teig dann wieder zusammenkneten und da werden dann auch Eisenbahner draus gemacht. Jetzt müsst ihr Bahnen schneiden. Meine Bahnen hatten einen Durchmesser von 4 cm oder besser gesagt eine Breite von 4 cm. Dazu habe ich mir ein Lineal geholt und habe dann immer so 4 cm leicht eingeschnitten. Und das machen wir auch auf der anderen Seite. Und dann eben Bahnen schneiden. Die Bahnen kommen dann auf ein Backblech und werden kurz zur Seite gestellt. Jetzt habe ich hier meinen Marzipan, Rohmasse natürlich, und der wird erstmal klein geraspelt. Wer es nicht mit der Raspel machen muss, ich muss sagen, das ist eine Arbeit, das sind ja auch 600 Gramm. Ich habe sehr viele Eisenbahner gemacht. Ihr könnt es auch ziemlich klein schneiden mit dem Messer. Also das ist auch machbar. Aber ich habe es ziemlich klein gerieben. So sah das Ganze dann aus. Und zu dem Marzipan kommt das Eiweiß dazu. Also einfach Eiweiß mit hineingeben. Und wer hier mag, kann jetzt zum Beispiel noch so 1 bis 2 Päckchen Vanillezucker dazugeben. Ich habe es nicht gemacht, denn ich finde Marzipan alleine ist schon ziemlich süß. Aber wer mag, kann es machen. Dann wird das Ganze so lange verrührt, bis wir eine schöne, glatte Masse haben. So sieht es dann aus. Ihr seht das. Also man kann es jetzt richtig schön spritzen. Darauf müsst ihr achten, dass es wirklich ja, so eine Mischung aus nicht fest und auch nicht so weich ist. Das war jetzt clever erklärt, gell? So dass es halt schön spritzen könnt im Spritzbeutel. Ich habe jetzt die Marzipanmasse in einen Spritzbeutel gegeben mit kleiner Sterntülle. Und dann werden am Rand entlang, ich sag jetzt mal, Schienen gespritzt. Ganz einfach. Man ist es gewohnt, bei den Eisenbahner den Teig kurz vorzubacken, aber ich habe festgestellt, eigentlich muss man das nicht. Wer mag, kann es ja natürlich vorbacken, wer auf Nummer sicher gehen möchte. Einfach so 10 Minuten kurz in den Ofen und dann auskühlen lassen, aber ehrlich, ich habe es jetzt nicht gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Jetzt dürfen meine Eisenbahner bei 170 Grad so gute 15 Minuten in den Ofen und so sahen sie dann aus. Die müssen jetzt komplett auskühlen.
Das Johannisbeergelee müsst ihr kurz erwärmen und zwar so lange, bis die Masse flüssig wird, denn so ein Gelee ist ziemlich schwabbelig, finde ich. Und wenn es erhitzt, wird das alles etwas flüssiger und dann spritzt ihr das in die Mitte hinein und schön gleichmäßig verteilen. Das sollte dann nochmal so gut 2-3 Stunden kühlen, also die Konfitüre des Gelees sollte wieder fest werden und dann könnt ihr es in Stücke schneiden. Ich habe die Stücke so groß gemacht, so wie mein Daumen vorne. Einfach abschneiden und dann sind sie auch schon fertig. Das sind so wunderschöne Plätzchen, die sehen so toll aus, schon alleine durch das rote Gelee. Das leuchtet regelrecht auf dem Plätzchenteller. Also wir mögen sie sehr, die sind auch sowas von lecker, diese Mischung aus eben Johannisbeergelee, Marzipan und Mürbteig, einfach genial. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.